Morgen. Guten Morgen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Die Nacht ist vorüber. Ich habe ziemlich gut geschlafen, was nicht zur Normalität gehört, aber war okay. Es war doch relativ ruhig hier am Wasser, obwohl da gestern einige Tierchen noch, will nicht sagen verrückt gespielt haben, aber sich auf jeden Fall zu Wort gemeldet haben. Da sind ein paar Fische fast hier gesprungen. Das müssen ziemlich große gewesen sein. Ich dachte erst, das hat jemand einen großen Stein reingeschmissen. Aber da war niemand. Ja. Und jetzt ist es kurz nach 7. Jo. Also schauen wir mal. Ein bisschen Frühstück machen. So langsam dann das Zeug zusammenpacken und dann in Richtung Kalmünz fahren. Dort werde ich mir beim Bäcker was zu knabbern holen und einen Kaffee. Und dann schauen wir mal. Dann sollte es nicht mehr allzu schlimm sein bis Ettertshausen. Ich denke mal irgendwann am Nachmittag werde ich dort eintrudeln. Tja, so ist der Plan. Ich habe keine Ahnung, wie das Wetter draußen ist. Schauen wir uns das mal an, wa? Gerade hatte ich ein sehr angenehmes Gespräch mit einem älteren Herrn, der hier mir entgegenkam, also der gegen die Fließrichtung fährt, was momentan nicht allzu schwer ist, da die Fließgeschwindigkeit doch gering ist. Und er hat mir gesagt, er kommt aus Burghausen und fährt schon seit seiner Kindheit Boot und liebt es überall zu fahren. Fährt Boot, wandert und fährt noch mit dem Rad. Meistens dieselben Strecken, um alles mitzunehmen. Sehr entspannt und ja, war ein sehr angenehmes Gespräch. Wobei ich sagen muss, heute früh, die 2 Stunden oder 2,5, die ich da noch wach im Zelt war, sind so viele Gassigeher vorbeigekommen und ich bin wohl an der Badestelle der Hunde ausgestiegen. Die waren natürlich da nicht begeistert, dass da plötzlich ein Zelt steht und ein Boot liegt. Und waren da sehr argwöhnisch. Aber es waren durchweg angenehme Gespräche. Und niemand hat auch nur andeutungsweise gesagt, dass du da nicht zelten darfst, das ist verboten, das ist illegal. Ich habe natürlich den Zeltplatz auch ein bisschen ausgewählt, soweit wie das möglich war. Das Zelt stand am Rand einer Wiese zwischen Wiese und Naab. Auf einem erkennbaren Weg. Der war zwar auch alles bewachsen mit Gras, aber er war als Weg erkennbar. Ist wieder so eine Sache. Auf dem Weg zelten, weiß ich nicht, wie das Straßenrecht das vorsieht, wenn das ein Feldweg ist. Auf jeden Fall war ich nicht auf der Wiese vom Bauern und war aber auch nicht in den Naabauen, also da, wo es wohl mit dem Umweltschutz oder was weiß ich Probleme geben könnten, sollte, was weiß ich. Aber wie gesagt, niemand hat auch nur ansatzweise irgendwas. Alles waren so nette Gespräche und ja, so ein bisschen Smalltalk. Sehr angenehm. Und hier ist wieder sehr schön. Es sollte nicht mehr weit sein, bis ich zu dem Wiesenwehr komme. Das hatte ich auch noch nie gehabt. Ich glaube, da kann ich das Boot einfach so über die Wiese drüber ziehen. Brauche ich den Bootswagen nicht runter machen. Aber momentan ist es hier herrlich. Diese beginnende Herbststimmung
Sehr schön. Und so wie ich den Himmel mag. Ein paar Wolken, blau. Gestern waren ein bisschen mehr Wolken. Zum Fahren an sich eigentlich besser, weil die Sonne nicht runtersticht. Und auf dem Wasser spürt man die Sonne nicht so. Aber fantastisch. Ich bin happy. Ich hoffe, du auch. Das ist hier dieses Wiesenwehr. Sieht fast so aus wie ein Stück Ufer. Aber die Schilder sind eindeutig. Da vorne bei dem weißen Schild sollte ich aussteigen. Also diese 50 Meter, die das sein sollen, sind 200. Diese Umtragung über die Wiese. So, und hier geht's wieder rein. Also, sieht doch schön aus, oder? Wow. Aber dieses Wiesenwehr, nee, mit dem Boot runterfahren, geht halt nicht. Na dann, tun wir mal. Ist das schön? Wahnsinn. Ich fahre jetzt hier mal kurz vor Kalmünz nicht den Hauptarm. Da sich das ein bisschen aufgeteilt hat, fahre ich einen Seitenarm. Und das sieht gleich ein bisschen interessanter aus, finde ich. Wahnsinn. Die Wurzeln hängen teilweise in der Luft, aber grün. Zumindest der eine. Ja, der andere hat auch frische Blätter. Oh, ein Eisvogel. Ich werde verrückt. Kriegt die Tür nicht zu. Den hast du wahrscheinlich nicht gesehen. Der war selber überrascht von sich selber und von mir. Also jetzt, das ist natürlich... Wow. Eisvogel bis auf... Wie viel werden das gewesen sein? Also allerhöchstens 5 Meter. Eher drunter. Das habe ich noch nie gehabt. Wenn dir das schon mal passiert ist, schreib es mir bitte in die Kommentare, dass du so nah ran konntest. Der saß da auf diesem Baum. Wow. Sachen gibt es immer wieder und ich habe mich angekündigt. Ich habe gesappelt. Das ist heftig. So, unverkennbar liegt vor mir die Burg Kalmünz. Da werde ich eine Pause machen. Kurz zum Supermarkt gehen, mir was holen. Und ich denke mal, so nach einer Stunde werde ich dann gemütlich weiterfahren. Kalmünz, ein schönes kleines Örtchen. Eigentlich hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einem Künstlerort gemausert. An allen Ecken und Enden findet man Galerien und Handwerker. Ein bisschen mehr dazu gibt es, glaube ich, in meinem Video über die Burg Kalmünz. Es gibt viele Kneipchen, Cafés, naja. Und auch vielerlei zu sehen. Wenn ich schon durch Kalmünz gehe, machen wir jetzt noch ein kurzes Video dazu. Also, es lohnt sich definitiv, hier mal durchzugehen. Gut, hier war schon lange niemand. Aber prinzipiell sehr, sehr schön. Schöne kleine Gassen. Oh.
das ist wohl eines der bekanntesten Bildhauerobjekte in Kallmünz. Und hier gehe ich über die Vils. Da werde ich auch noch fahren. So, jetzt beim Kallmünz der Einstieg. War bis jetzt mein schlechtester. Gerade, dass ich nicht baden gegangen bin. Die Stufe bis zum Boot ist ziemlich tief. Die ist so 40. War mir ganz ehrlich zu tief. Aber hier vorne an der Landspitze ist noch ein weiterer Einstieg, der wesentlich bequemer ist und nicht so unter Beobachtung steht, wie ich gerade stand. Also bei super Publikumsverkehr habe ich da ein bisschen was zum Besten gegeben. Aber ich bin nicht reingeflogen. Ich bin trocken. Es sah abenteuerlich aus, bin ich sicher. Und es gibt mit Sicherheit auch einige Fotos von Leuten, die gesagt haben, Mensch, das sehen wir nicht alle Tage. Aber ich habe es geschafft. Irgendwie sitze ich in meinem Boot drin. Und diesmal war es wohl mehr irgendwie als alles andere. Aber jetzt 1:30, 10 vor 1:30. Passt schon. Da drüben liegt der Landgasthof Krachenhausen. Kann man gut essen. Übernachtungsmöglichkeit, Kinderspielplatz. Sehr beliebt. Jetzt wollte ich unten durchfahren. Ich wollte es einfach mal. Ja, das passt schon. Habe ich schon von Weitem gesehen, bist nicht der Erste. Und wahrscheinlich nicht der Letzte. Ich glaube, ja. Dann viel Glück, Petri Heim. Bin ich gespannt, ob der wegfliegt. Zumindest sehe ich, dass er echt ist. Er schaut sich schon um. No, machst du Anstalten? Das ist jetzt zur Entfernung ungefähr 10 Meter. Ich bin jetzt auf gleicher Höhe. Ich bin an ihm vorbeigefahren. Das hat man noch selten. Krass. Ja, 10 Meter ungefähr. Dort hinten kann man schön das Wehr sehen und ausbooten muss ich hier rechts. Da ist ein schmaler Kanal. Ja, haben wir das Wehrheizenhofen auch hinter uns gebracht. Es bewölkt sich. Oh, das ist sehr angenehm. War mir dann doch ein bisschen viel Sonne heute. Gut, sollten nicht mehr allzu viele sein. So, eins kommt noch in Pielenhofen, das weiß ich. Mehr fällt mir jetzt nicht ein. Also das mit dem Umtragen auf die andere Seite hat eigentlich ganz gut geklappt. Und heute haben wir kein Niedrigwasser gehabt. Ging. Das Treideln hätte es nicht gebraucht. Aber ich habe mich da ein bisschen beeinflussen lassen von den Mädels vor mir, die da schon im Wasser standen. Gut, die haben ein Kanu, sind zu zweit.
und diese Boards, wie nennen sich die Dinger? Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall kommt dann auf der rechten Seite als nächstes Duggendorf. So, ich bin jetzt in Duggendorf und ich habe jetzt noch was vor. Einen ehemaligen Kollegen besuchen. Da hinten ist es, genau. Und da gehe ich jetzt hin. Schon interessant, dass die Glocken schlagen, wenn ich hier angekommen bin. Das ist ein Zeichen, oder? Ich finde das sehr interessant. Und jetzt mache ich dich aus. So, nachdem ich von meiner Mission zurück bin, gehen wir mal die letzten 12 Kilometer an. Und so viel ich weiß, ist Pielenhofen dann das letzte Wehr, was bloß auf 20 Meter zu übertragen ist. Aber meine Achillesferse, der Ausstieg liegt wieder ein bisschen höher. Das sind so die Sachen, die ich nicht mag. Tiefer ist kein Problem, aber höher. Wir werden sehen, ob ich das auch wieder hinkriege, ohne zu baden. Weil ich würde dann ganz gerne als einziges später duschen. Mit dem Baden ist nicht so mein Ding. Okay, noch eine Sache, du hörst es wahrscheinlich. Das ist die Sache, die nicht so toll ist, von Kalmünz bis Ettertshausen. Eigentlich fast bis Regensburg, also bis Mariaort, da wo dann die Naab in die Donau fließt. Verläuft parallel dazu, meistens etwas näher, selten etwas weiter weg. Eine doch gut befahrene Straße. Aber was positiv ist, ab Kalmünz hat die Naab wesentlich mehr Strömung. Das heißt, ich muss mich bei weitem nicht so anstrengen, um vorwärts zu kommen. Und ich muss zugeben, mit etwas Strömung paddelt es sich doch angenehmer. Ist halt so. Es unterstützt ein bisschen und das macht die Sache viel angenehmer. Ich komme jetzt hier nach Pielenhofen, was eigentlich bekannt ist für sein Kloster. Dann gibt es noch eine Klosterschenke, in der man eigentlich ganz gut essen kann. Und hier vorne gibt es ein Wehr, an dem ich da 10 Meter umtragen muss. Und wo die Wasserlinie auch wieder relativ unterhalb des Ausstiegs liegt. Bin ich gespannt, wie das diesmal wird. Aber das sieht von hier aus gut aus. Ich glaube, das kriegen wir hin. Herrlich, herrliches Wetter. Also, ich wiederhole mich, ne? Gut. Jetzt kommen Mücken. Mücken. Stimmt was nicht. So, das hat eigentlich ziemlich gut geklappt. Aber ich weiß, was ich noch üben muss. Ein- und aussteigen. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt, wenn ich das am Ende ein bisschen sicherer beherrsche. Entschuldige, du hast einen Fleck auf dem Gesicht. Ja. Pielenhofen liegt hinter mir, das hat prima geklappt. Ich glaube, der nächste ist der Ausstieg in Ettertshausen. Jo. War ganz gut, sah ein bisschen eckig wahrscheinlich aus für Außenstehende, aber ich habe das sauber hingekriegt. Bin sauber raus und sauber wieder rein. Nicht im Wasser gelandet, also alle 9 Wehre ohne Baden. So, meine Tour geht langsam zu Ende. Da oben ist die Räuberhöhle und da ist dieser Kletterfelsen. Da war ich vor ein paar Wochen. Jo, noch ein guter Kilometer, dann geht es hier langsam zu Ende. Hat mich gefreut, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, du hast ein paar Eindrücke mitnehmen können. Mir hat es wie immer Spaß gemacht. Riesenspaß, richtig schön. Jetzt tut mir aber langsam der Hintern weh. So wie gestern Abend, als ich fertig war. Es sollten so ein bisschen was über 20 Kilometer sein. So, was weiß ich, ja. Egal, darum geht es nicht. Es ist schön zum Fahren. Wer sich an dem Autoverkehr hinter mir stört,
Für den ist das wahrscheinlich nichts. Aber da wird es wenig Flüsse geben, die man fahren kann. Nee, in Deutschland fällt mir da nicht viel ein, wo keine Straße direkt ist. Wie gesagt, zwischen Nappbeck und Teublitz war es immer so, dann bis Burglengenfeld, da ging auch keine Straße lang. Und dann ging es aber wieder, ja. Dann ist es, ja, es ist halt so, wurden früher diese Flusstäler als Verkehrswege genutzt und das wäre blöd, wenn man überall über die Hügel drüber fährt und ein Flusstal zur Verfügung hat. Jo, mach ich kurz und schmerzlos. War schön, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, du bleibst gesund, bleibst mir gewogen und ja, neugierig. Und geh ab und zu vor die Tür. Tschaußen, dein Olli. Oh, das sind so die Sachen, die ich liebe. Zum Schluss noch berghoch. Oh, mit meinem schönen Wagen. Halleluja. Olli keucht zum Schluss nochmal. Ist das ein versöhnlicher Abschluss? Wow, wobei der ganze Tag heute cool war. Oh, kommt der Gegenzug. Ich brauche die andere Schiene.